In Tolkiens Welt ist Gandalf einer von 5 Zauberern, die entsendet werden, um die Bewohner von Mittelerde in ihrem Kampf gegen die dunkle Macht Saurons zu führen. Gandalfs Körper ist sterblich, gebunden an die physikalischen Gesetze von Mittelerde, sein Geist hingegen unsterblich. Als er stirbt, wird dieser als Gandalf der Weiße wiederbelebt. Nach dem Drehbuch der Wachowskis muss ein Mensch sich nur in den Binärcode der Matrix hacken und sich dort verlinken, um binnen Sekunden zu lernen, wie man einen Helikopter fliegt. Oder wenn du der Auserwählte bist oder einer von ihnen, dann brauchst du nur eine coole Sonnenbrille. Grinsekatzen können mit ihrem Kopf jonglieren. iPads sind rudimentär. Kein Quidditch-Spiel endet, bevor der goldene Schnatz gefangen wurde. Und die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und überhaupt allem ist eindeutig 42. Auch fiktionale Welten funktionieren innerhalb bestimmter physikalischer und gesellschaftlicher Regeln. So werden diese komplizierten Welten glaubhaft, verständlich und interessant. Im realen Leben hält das Gesetz der Schwerkraft 7 Harry-Potter-Bände auf Millionen von Bücherregalen auf der ganzen Welt. Wir wissen, dass das stimmt, aber wir wissen auch, dass, seit J.K. Rowling die Worte Zauberer, Zauberstab und Wingardium Leviosa getippt hat, die Schwerkraft zwischen den Buchseiten außer Kraft gesetzt ist. Autoren von Science-Fiction- und Fantasy-Romanen bauen buchstäblich ganze Welten. Sie kreieren Regeln, Karten, Stammbäume, Sprachen, Kulturen, Universen und Subuniversen. Und von dort entsprießen unendlich viele Geschichten. Sind sie gut gemacht, kann der Leser die fiktive Welt und deren Gesetze verstehen, genau wie die Figuren in dieser Welt. Und manchmal genauso gut oder sogar besser, als der Leser die Welt außerhalb des Buches versteht. Doch wie? Wie können ein paar Striche auf einer Seite, deren Reflexionen unsere Augen einfangen, die wir dann logisch und emotional als Erzählung entschlüsseln, uns zum Streiten, Weinen, Singen und Denken anregen? Wie können sie zudem stark genug sein, nicht nur eine Welt zu stützen, die komplett vom Autor erfunden wurde, sondern auch die Perspektive des Lesers auf die reale Welt verändern? Ich bin nicht sicher, ob jemand die Frage beantworten kann. Trotzdem werden jeden Tag fantastische, fiktive Welten in unseren Köpfen, auf unseren Computern und sogar auf Servietten in Restaurants erschaffen. Um einen Roman zu schreiben, braucht man nur Fantasie und die Bereitschaft, im wahrsten Sinne in seiner eigenen Welt zu leben. Ich habe weder Hogwarts noch die Star-Wars-Kantine erträumt, aber dafür ein paar Wissenschaftsthriller für junge Leute verfasst. Hier sind einige meiner Fragen und Methoden, die helfen, solche Welten zu erschaffen. Ich beginne mit Ort und Zeit. Egal, ob es sich um eine Fantasiewelt oder eine futuristische Version der realen Welt handelt, muss man Ort und Zeit kennen. Ich erstelle dazu gern eine Zeitleiste, die zeigt, welche vergangenen Ereignisse die Welt so geformt haben, wie sie jetzt ist. Dann überlege ich mir die Details über meine fiktionale Welt. Welche Regeln gibt es dort? Das betrifft alles, von der Schwerkraft bis hin zu den Regeln der Gesellschaft und den Strafen für diejenigen, die diese brechen. Welche Art von Regierung hat diese Welt? Wer hat Macht und wer nicht? Woran glaubt die Bevölkerung? Worauf legt diese Gesellschaft am meisten Wert? Danach wird es Zeit, über den Alltag nachzudenken. Wie ist das Wetter in dieser Welt? Wo leben und arbeiten die Bewohner und wo gehen sie zur Schule? Was essen sie und wie spielen sie? Wie behandeln sie ihre Kinder und die Alten? Welche Beziehungen haben sie zu den Tieren und Pflanzen der Welt? Wie sehen diese Tiere und Pflanzen aus? Welche Technologien existieren? Gibt es Transportmöglichkeiten, Kommunikation, Zugriff auf Informationen? Man muss an vieles denken. Nimm dir Zeit zum Überlegen und beantworte diese Fragen. Dann kannst du deine eigene fiktionale Welt erschaffen. Sobald du deine Welt so gut kennst, wie der Leser sie hoffentlich kennen wird, lass deine Figuren darin frei und sieh, was passiert. Frag dich selbst, wie beeinflusst deine Welt die Individuen, die in ihr leben? Zu welchem Konflikt wird es wohl kommen? Beantworte diese Fragen und du hast deine Geschichte. Viel Glück, zukünftige Weltenerfinder! Entdecke die Geheimnisse der Literatur mit unserem Video zum Thema »Was einen Helden ausmacht«
Abonniere unseren Kanal, damit du keine der Lektionen verpasst, bei denen sich Teilen wirklich lohnt.